Die erste Übung ist die einfachste. Die Kamera wird geradlinig auf das Zielkreuz zubewegt und befindet sich immer über der Linie. An der Startmarkierung beginnt die Fahrt. An der Stoppmarkierung wird das Bild für einen Moment gehalten. Dann beginnt die Rückwärtsfahrt und endet sanft an der Startposition. Es bewegt sich zuerst die Kamera, dann der Operator. Es stoppt zuerst der Operator, dann die Kamera. Das Bild kurz halten und die Rückwärtsfahrt beginnen. Es stoppt zuerst der Operator, dann die Kamera. Die Übung wird durch ein Hindernis erschwert. Beim Übersteigen des Hindernisses hält die Krafthand die Steadicam auf der ursprünglichen Höhe, während der Körper nach oben und wieder nach unten geht. Nur der Körper bewegt sich vertikal. Die Steadicam bleibt unverändert auf ihrer Höhe. Beim Switch von der Missionary zur Don Juan-Position muss der Operator um die Kamera herumgehen. Dazu macht er einen Schritt über die Achse und dreht sich in die neue Bewegungsrichtung. Die Kamera wird am Körper vorbeigeführt und bewegt sich in die neue Richtung. Alle Bewegungen und Richtungswechsel werden sanft ausgeführt. Der Operator überschreitet die Bewegungsachse, dreht sich in die neue Richtung und führt die Kamera vorbei. Schritt über die Achse und Drehung. Die folgende Übung beinhaltet auch einen Switch. Der Unterschied besteht darin, dass die Kamera zur Seite blickt. Um sich in die neue Bewegungsrichtung zu drehen, muss der Operator 2 Schritte um die Kamera herumgehen. Hierbei besteht sehr leicht die Gefahr des Verwackelns. Manchmal muss sich der Operator in der geradlinigen Bewegung um seine eigene Achse drehen. Die Kamera setzt dabei ihren Weg unbeeinflusst fort. Die Drehung des Körpers erfordert einen Switch. Im folgenden Beispiel beginnt die Fahrt in der Don Juan-Position und wechselt durch den Switch in die Missionary-Position. Nach dem Stopp an der Markierung wird wieder von der Missionary zu Don Juan gewechselt. Der Operator läuft rückwärts in der Don Juan-Position. Switch zu Missionary und Stopp. Rückwärts in der Missionary-Position. Switch, Don Juan, Switch. Die folgende Übung ist sehr komplex und beinhaltet alle bisher gezeigten Bewegungen. Der Operator läuft ein Viereck ab und hält an den Eckpunkten kurz inne, bevor er die Kamera in eine neue Richtung bewegt. Die Kamera ist auf den Horizont gerichtet. Der Operator stoppt kurz am Eckpunkt und bewegt die Kamera in die neue Richtung. Die Schwierigkeit bei den Richtungswechseln besteht darin, die Kamera nicht pendeln zu lassen.
Zur Erhöhung des Schwierigkeitsgrades wird ein Zielkreuz aufgestellt. Die Führungshand muss während der Richtungswechsel die Kamera leicht drehen, um den Bildausschnitt zu halten. Um einen gehenden Darsteller von vorn aufzunehmen, wird die Kamera in der Don Juan-Position geführt. Der Operator kann den Monitor nur schräg von der Seite betrachten, was das Halten des Bildausschnittes erschwert. Leicht kann das Bild in eine Schieflage geraten. Je nachdem, auf welcher Seite die Steadicam geführt wird, gibt es bei der Umkreisung eine bevorzugte Richtung. Schwebt der Sled wie in diesem Beispiel auf der rechten Seite, im sogenannten Goofy Foot, ist die Drehung im Uhrzeigersinn einfacher, weil der Federarm den Monitor nicht verdeckt. Gleich erfolgt ein Richtungswechsel. Der Operator dreht sich zum Objekt und führt die Kamera am Körper vorbei. Der Operator muss darauf achten, immer denselben Abstand zum Objekt zu halten. Andernfalls kann dieses aus dem Schärfebereich geraten. Die Umkreisung wird sanft beendet. Der Darsteller bleibt an einem Ort stehen, während er von der Steadicam umkreist wird. Ein schöner Effekt wird erzielt, wenn er sich entgegen der Bewegungsrichtung der Kamera dreht. In der folgenden Übung bewegt sich der Darsteller und die Kamera umkreist ihn im Uhrzeigersinn. Der Operator muss sich unterschiedlich schnell bewegen, um den gleichen Abstand zum Darsteller zu wahren. Der Operator muss sich schneller als der Darsteller bewegen, damit er vor ihm auf die andere Seite gelangen kann. Dann bremst er ab und lässt den Darsteller passieren. Jetzt nimmt er wieder Geschwindigkeit auf und folgt der Person. Die Übung wird variiert und der Darsteller gegen den Uhrzeigersinn umkreist. Für den Operator ist diese Richtung schwieriger zu bewerkstelligen, weil der Federarm den Monitor teilweise verdeckt und der Bildausschnitt momentweise blind gehalten werden muss. Beim Vertikalschwenk wird ein Objekt oberhalb der Sichtachse anvisiert, während sich die Kamera darauf zu oder von ihm weg bewegt. Der Post muss gefühlvoll mit der Führungshand gekippt werden. Die Kamera wird immer weiter nach hinten geneigt, während der Operator auf das Objekt zugeht. Den Bildausschnitt einen Moment halten. Bei der Rückwärtsfahrt wird die Kamera langsam wieder nach vorne gekippt. Im folgenden Beispiel läuft der Darsteller über eine breite Stufe. Der Operator verfolgt ihn und befindet sich noch nicht auf dieser Stufe. Er muss deswegen die Kamera auf die ungefähre Höhe des Darstellers anheben, um eine gleichmäßige Fahrt zu erzielen. Befindet sich der Operator auf der Stufe, hat der Darsteller diese schon wieder verlassen. Die Kamera muss dann abgesenkt werden.
Die Kamera schwebt die ganze Zeit ungefähr in derselben Höhe. Der Operator hebt die Kamera an und senkt sie wieder ab. Geht der Darsteller auf eine erhöhte Plattform, muss die verfolgende Kamera entsprechend angehoben werden. Betritt der Steadicam-Operator selbst die Plattform, senkt er sie im selben Maße wieder ab, um die Kamerahöhe weiterhin beizubehalten. Die Kamera wird angehoben und wieder abgesenkt. Ihre relative Höhe in Bezug zum Darsteller bleibt erhalten. Verlässt der Darsteller die Plattform, befindet sich der Operator in einer größeren Höhe. Die Kamera muss entsprechend abgesenkt werden. Kamera absenken, Kamera heben. Der Darsteller muss über ein Hindernis steigen. Der Operator hält die Kamera auf derselben Höhe, wenn er einen Schritt über das Hindernis macht. Diese Übung ist schwierig. Die Kameralinse wird an einer schräg verlaufenden Schnur entlang geführt. Der Operator muss die Steadicam erst ganz weit nach unten drücken und dann gleichmäßig anheben. Die Schnur sollte im Bildausschnitt ihre Position möglichst wenig verändern. Die Krafthand hebt die Steadicam gleichmäßig an. Jetzt den Bildausschnitt kurz halten und das Ganze rückwärts. Soll die Kamera einen rennenden Darsteller verfolgen, muss sich der Operator möglichst erschütterungsarm bewegen. Die Steadicam wird hauptsächlich mit der Führungshand stabilisiert. In diesem Beispiel ist die Treppe sehr steil. Der Operator führt einen Vertikalschwenk aus. Um den Vertikalschwenk nicht zu dominant werden zu lassen, bleibt der Operator etwas zurück.